Frohe Weihnachten. Hallo, frohe Weihnachten. Hier ist Herr Sommer, da ist Frau Winter. Ja. Und der glaube eher andersrum. das ist eigentlich andersrum, ne? Ja, du bist im Sommer geboren und ich im Was? Winter. Echt? Okay, also, ist ja wurscht. Auf jeden Fall frohe Weihnachten. Wir haben jetzt wieder ein Jahr rum. Und da ist noch so viel Arbeit übrig. Naja, aber es ist halt so, ne? Ich find's super. Weihnachten ist immer schöne Zeit, ne? Nur es wird halt kalt draußen. Ich sitze hier so sommerlich mit T-Shirt und Sonnenbrille. Aber eigentlich ist es schon richtig knackenkalt, ne? Heute ist, glaube ich, der kälteste Tag bisher im Jahr. Echt? Das ist so Mitte Dezember, wo wir jetzt hier diese Dinger abdrehen, so, ne? Ja. Und ihr habt dann jetzt schon Weihnachten. Wann kommt die Folge? 2 Tage vorher oder danach? Weißt du gar nicht. Boah, Ne? ich glaube nicht dann. Also ich glaube, nachdem alle dort schon Bescherung hatten. Ach so, ja, guck mal, siehst du, da läuft ja schon alles. Ja gut, worüber wollen wir denn reden zur Weihnachtsfolge? Ja? Ja, also im Grunde genommen wissen wir ja, einige feiern total gerne Weihnachten, andere feiern überhaupt gar nicht gerne Weihnachten. Bei uns ist es so, also ich feiere gerne Weihnachten. Und, Ich auch, ja. Doch. Und wir, bei uns gibt's auch immer Geschenke. Ja. Also könnten wir uns über Geschenke unterhalten. Ja, ich habe noch nix. Du hast noch nicht. Ich habe noch nichts, aber ich habe einen Plan. Aber das wird nichts mehr wahrscheinlich, ja. Du hast eine Idee. Ja, ich weiß eigentlich ziemlich genau, was ich machen muss, aber ich habe es noch nicht hingekriegt. Hoffentlich ist es nicht dieselbe Idee, die ich habe. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt habe ich den Druck aufgebaut. So. Richtig Dampf im Kessel hier. Nee, eigentlich. Also ich habe alles erledigt. Ach, ja, ich bin halt, weiß nicht. Ich kümmere mich halt um andere Sachen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ne? Weil ich kann jetzt überhaupt nicht verraten, was ich mir so ausgedacht habe für dich. Obwohl ich glaube, dass es eine ziemlich gute Idee das ist. können wir noch nicht mal in der nächsten Folge, weil wir das die nämlich auch immer, jetzt also, abdrehen. ist halt irgendwie. Irgendwann werde ich das verraten. Ja. Irgendwann in Zukunft. Also in 5, 6 Folgen danach, dann wird das aufgelöst. Das tut mir auch sehr leid. Ja, macht ja nichts. Ja. Aber wir haben einen Wunschzettel geschrieben für den Weihnachtsmann. Und was schön. auf dem Wunschzettel steht, das darf man ja verraten. Ja, Ja. das stimmt. Also, Wunschzettel haben wir zum Beispiel geschrieben mit den Kindern. Und die Kinder wünschen sich tatsächlich sehr viele Zocks. Unter anderem zum Beispiel ein Jahresabo für die Nintendo. Ja. Das ist echt der Hammer, ne? Ja, ihr seid ja auch hier die, ne? Ja, sind wir auch, stimmt. Und ja, und eure Kinder sind da bestimmt auch, ja, irgendwie schon, ne? Zocker und so, Gamer. Aber das ist ja nicht immer automatisch so, ne? Ne? Ich finde das ganz cool, weil jetzt Risen, also das erste von dieser Piratenspielreihe, das wir gemacht haben, auf die Switch portiert wird und veröffentlicht wird, dass unser Sohn dann quasi eine Zugänglichkeit dazu bekommt. Ja. Weil er nämlich sehr gerne mit der Switch spielt. Und den jetzt irgendwie an den PC zu setzen, ist noch nicht so toll, aber Switch ist super und dann kann er das auch noch. Als hätten wir noch nicht genug Konsolen hier im Hause, ne? Ist auch wieder wahr. Ja. Und Arbeitskollegin, die Becky, die hat auch eine coole Überraschung für unsere Tochter. Die hat ihr nämlich Let's Dance mitgebracht. Oh ja. Ja. Oh ja. Und das ist auch ziemlich cool. Das darf ich verraten, weil die Kinder, die sehen diese Folge, wenn überhaupt, ja erst nach Weihnachten. Ja, super. Ja, genau. Hey, was hab ich mir denn gewünscht? Nix, ne? Typisch Mann, oder? Parfüm. Ist das so? Was? Parfüm. Ja, stimmt. Bin so der Jopi, ne? Jopi-Opi, oder? Ja. Jopom. Ich muss jetzt mal jetzt kurz darüber nachdenken, was du damit Die meinst. sagen sowas. Ja, doch. Ja, stimmt schon. Ja, doch. Ich glaube, also ich habe mir... Oh Gott, wie peinlich. Ich habe mir Haushaltsgegenstände gewünscht. Ja, und ich habe mir Unterwäsche. Also, ist doch egal. Das macht doch nichts. Mach mal hier die Tür zu. Oh. Voll vergessen. Macht doch nichts. Kann man ja auch nicht viel sehen, außer dass es so halt hübscher ist. Naja, aber ja. Und wie machen wir das so? Wie machen wir Weihnachten? Haben wir, glaube ich, auch schon jedes Mal erzählt oder so, aber Weihnachten verbringen wir wie? Also dieses Jahr ist
Heiligabend kommt der Weihnachtsmann. Und deswegen sind immer alle zu Hause. Ja. Dann warten die Kinder auf den Weihnachtsmann und gucken, ob der kommt. Und das ist immer ganz spannend. Das fand ich als Kind auch immer ganz cool. Und das machen wir auch immer noch. Bei uns kam immer das Christkind, ne? Früher, oder? Wie wer halt gerade Zeit hatte bei uns. Ja, ist so, ne? Oder? Alles durcheinander. Als Kind interessiert dich das nicht wirklich, oder? Christkind war für mich immer ein Engelchen. Mir für mich auch. Ja, ne? Ja. Ja. Ist aber eigentlich gar nicht richtig. Christkind ist eigentlich ein Baby in der Wiege, oder? Nee, das ist das Christuskind. Ach so. Und was ist denn das Christkind? Ach so. Okay, das ist, guck mal, da bringt alles durcheinander. Mhm. Also so wurde es mir jedenfalls erklärt, weil das Christuskind ist ja Jesus. Ist ja, guck mal. Und das Christkind ist aber das Engelchen, das dem Weihnachtsmann hilft. Ist auch egal. Jedenfalls nehmen wir das alles nicht so. Ja, es ist schon, aber irgendwie, ne, ist es ein Familienfest. In erster Linie für uns schon. alle. Ne? Genau, so. ja. Ja. Und deswegen feiern wir das auch in etwas größerer Runde Ja. irgendwie. Und wir haben uns angewöhnt, zu Heiligabend immer Raclette zu machen jetzt, weil das immer so furchtbar praktisch ist, dass Groß und Klein sich dann seine Pfännchen selber machen kann. Die meisten, die nehmen immer Raclette zu Silvester, Ja. aber Silvester sind wir meistens unterwegs und darum bietet sich irgendwie Raclette volle Kanne an für Weihnachten, finde ich. Ne? Ja. Es gibt ja irgendwie die festlichen und die traditionellen. Die traditionellen, das sind so in der Regel die Kartoffelsalat-Bockwurst-Leute. Auch okay. Und die festlichen sind die, mach mal schön Entenbraten mit Klöße und Rotkohl. Heißt aber nicht, dass die mit Bockwurst nicht auch Feste feiern. Feste feiern, ne? Das eine schließt das andere nicht aus. So mit, ja. Es gibt ja auch die machen beides. Die machen dann an einem Tag so und dann an den anderen Tag so. Ich meine, wir haben mehrere Tage Weihnachten. Kartoffelsalat ist doch super. Also es wird auf jeden Fall wieder ganz viel ums Essen gehen. Das kann man jetzt schon mal sagen. Ja. Also 3 Tage durchfliegen. Dann darfst du in der Fastenzeit dann wieder alle den ganzen Speck loswerden. Ne? Ja, vor allen Dingen diese Süßigkeitenorgien, ne? Wann fängt denn die Fastenzeit an? Meist immer nach Weihnachten, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie gefastet. Ja, auch nicht. Aber ich glaube schon, ja. Gefährliches Halbwissen. Ja, also irgendwie den Winterspeck runterkriegen ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Aber Silvester kommt ja dann auch noch, ne? Heißt mal, ja. Ja, genau. Und dann sind noch Ferien. Ja. Also Weihnachten und Weihnachtsferien. Ja. Irgendwas geplant für die Weihnachtsferien? Ja, ein bisschen was hier am Computer machen. Also arbeiten. Im Prinzip schon, ja. Also ich bin halt, ja, wie gesagt, vielleicht hat auch jemand, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, ein Stück weit, ne? Und wenn ein bisschen Ruhe einkehrt und man nicht immer irgendwie unter Druck steht, so, ne, dann hat man halt irgendwie Bock und Zeit für die Kühe so ein bisschen, ne? Und dann kann man sich halt ein bisschen was anderes suchen, so ein bisschen Musik machen oder, keine Ahnung, malen oder irgendwelche Sachen nähen oder irgendwie so ein Prödel, ne, so Homeoffice-Arbeit halt, ne, ich sag kein Homeoffice, aber es ist halt irgendwie so Heimarbeit so ein bisschen, ja. Ich glaube, das mache ich, ja. Klassischerweise haben wir sonst immer zu Weihnachten eine Weihnachtsedition, also eine Christmas Edition von unserem eigenen Spiel, das wir gerade entwickeln. Normalerweise ist das so. Ja. Aber diesmal nicht. Nee, wir sind noch zu früh. Ja, das heißt, das ist alles noch Rohbau. Ja, das ist alles irgendwie so halbfertig und ja. Man muss sich ja auch erstmal darauf einigen, wo seine Benchmark ist. Ne? Benchmark, klar, kennt ihr vom Computer irgendwie, wie opulent alles ist und wie wenig Rechenzeit noch übrig ist vom Rechner und so weiter. Aber damit ist das nicht gemeint, was ich meine, sondern mehr so, wo geht's denn hin? Was haben wir denn fertig? Wie fühlt es sich an und so weiter? Und da sind wir noch weit von entfernt. Ja, Ne? wir müssen erstmal was machen. Titel jetzt. Ja. Also was bauen. Ja. Und dann nächstes Jahr gibt's vielleicht eine Christmas Edition. Aber das gucken wir dann nächstes Jahr. Da gehe ich von aus, ja. Dieses Jahr gibt's noch nichts zu zocken. Ja. Die wir aber intern dann uns angucken, weil Christmas Edition ist für uns immer irgendwie sowas wie ein Meilenstein für uns selber. Also Mitarbeiter gucken sich das an, was sie selber produziert haben sozusagen und checken das mal gegen. Wir wissen, wo wir stehen dann. Ne? Dann machen wir sowas wie einen Kassensturz, sag ich jetzt mal, an Zeit, die wir noch übrig haben und Dingen, die wir schon fertig haben. Und dann sagen wir sowas wie, komm, da muss noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Oder ich glaube, an der Stelle können wir mal
lassen wir mal nicht so viel oder irgendwie sowas. Ne? Dann gibt's also Streichkandidaten oder so, die man vorher auch schon priorisiert hat. Manchmal fallen die zusammen in den meisten Fällen. Ne? Also Dinge durchpriorisieren und sagen, so, das ist wichtig, dass da unten ist die Kür, das wäre schön, wenn wir das hätten, aber schaffen wir vielleicht nicht, ist aber auch nicht so wichtig, um das Spiel fertig zu bekommen. Und in den meisten Fällen ist es auch so, dass die Kandidaten dann noch die sind, die dann meistens dann auch sagen, okay, machen wir nicht oder machen wir doch noch oder so. Unsere Quote ist eigentlich ziemlich gut. Wir werden immer gefragt, was habt ihr denn für Sachen geplant gehabt, ne, die ihr nicht umgesetzt habt? Ne, das werden wir häufig gefragt, vor allem in diesem Kontext. Und da muss ich sagen, eigentlich sehr wenig. Ne? Weil wir haben auch immer genug Zeit zur Verfügung, ja, weil wir immer sehr lange an so einem Spiel arbeiten. Das ist auch notwendig mit einem Team dieser Größe, sage ich jetzt mal. Und das ist dann schon so, dass man sich die Sachen dann vorgenommen hat und dann auch schon ein bisschen aus Erfahrung weiß, was man schafft und was nicht, gemessen an dem, wie viele Menschen daran arbeiten an so einem Spiel. Ne? Ja. Aber das mit den guten Vorsätzen und so, das kommt ja das nächste Mal. Das ist ja dann, können wir ja mal Revue passieren lassen, das Jahr gelaufen ist. Genau. Beim Flashback, nächste Sendung, die hier nachkommt. Jetzt sind wir erstmal noch bei Weihnachten. Ja. Und wie verbringen wir das genau? Am ersten, also Heiligabend sind wir zu Hause. Ja. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei den Eltern. Ja. Am zweiten Weihnachtstag, Bis Halligalli. ja, kommt drauf an. Also meistens ist das so der Tag, wo man dann die Geschenke ausprobiert, die man geschenkt gekriegt hat. Oder versucht irgendwie sich zu regenerieren von dem ganzen Essen. Und irgendwie durch die Gegend rollt. Ja. Machen wir so was wie Stephanussteinigen? Was ist das denn? Was ist das denn? Kennt ihr das? Stephanussteinigen ist immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann zieht man durch die Kneipen und irgendwie jede Kneipe wird irgendwie, dann nimmst du einen Stein mit so, den legst du dann auf die Theke und dann bestellst du ein Bier und dann gehst du in die nächste Kneipe und in die nächste. Das habe ich noch nie gemacht. Ne, echt? Nee. Ich glaube, das ist so wie mit dem Besen werfen, ne? Also wie, ja, du musst halt einen Besen werfen irgendwie und bis du zur nächsten Kneipe kommst und so weit wie du wirfst und so, da musst du dann an der Stelle stehen bleiben und wieder einen trinken oder so. Oh Gott. Ja, es ist aus Saufgelage. Da würde ich aber nicht weit kommen. Ne? Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Aber ist halt Stephanussteinigen, sagt man so, ja. Beim Weihnachtsmarkt hätte ich noch Bock drauf. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Aber diesmal muss ich mir was für die Füße einfallen lassen, weil letztes Mal hatte ich nämlich ganz schön kalte Füße. Ich habe immer dicke Sohle oder so, das hat nichts genutzt, ne? Keine Ahnung. Irgendwas Dickes, Wolliges da. Ja, so eine Einlage oder was. Ja, nee, sowas. Aber wir, ne? Also ja. Irgendwie bin ich noch gar nicht in dem Modus, irgendwie fällt mir gerade auf. So, Ja. das ist so, ich freue mich zwar auf Weihnachten, aber was danach kommt, ist absolutes Tilt. Ja. Das ist so, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist einfach momentan überhaupt noch nicht vorhanden. Redet doch mal über Computerspiele. Ne? Kommt jetzt. Ja gut, man hätte dann vielleicht mal Zeit, was anderes zu zocken. Ja, ich muss noch Vampire durchspielen. Ja. Ja, das habe ich jetzt fast durch. So, ich bin bei, aber ich würde sagen 75% der gesamten Geschichte so, gefühlt jedenfalls, wenn man sich so die Gebiete anguckt, die man bereisen kann. Ich weiß ja nicht, was danach noch kommt, aber klassischerweise ist das so. Und also Vampyr, das mit Y, und das ist echt grottenschwer, wenn man auf normal spielt und versucht, irgendwie gut rechtschaffen zu spielen. Ein guter Vampir. Ein guter Vampir. Dr. Jonathan Reed, der keinen beißen will, weißt du, das ist schon, ja, aber man kann es machen, dann will ich es auch. Dann renne ich also mit einem Level 16 Charakter durch die Londoner Innenstadt, irgendwie bei Whitechapel, und dann kommt dann so ein böser Icon auf mich zu, oder wie der heißt, ne? Also ein Vampir, der ein bisschen Grips in der Birne hat und nicht nur einfach nur, ne? Er ist an Level 29, so. Ja, das ist halt die Realität. Der macht mal einmal Rumsbums und dann bin ich weg. Ne? Bin ich weggebleedet, ne? Im Torpor. So ist das normal. Und das muss ich irgendwie schaffen. Ich möchte das gerne hinter mich bringen, ja. Dann hat er so eine Spezialfähigkeit irgendwie, die einmal so richtig reinhaut. Und alle anderen Schläge, die bringen eigentlich nicht viel. Und treffen lassen darfst du dich schon mal gar nicht irgendwie. Und dann rennt er irgendwie, weil der Cooldown 2 Minuten dauert, so 2 Minuten vor dem Vieh weg im Kreis, so. Und wenn die 2 Minuten rum sind, dann
zack, gibt's einen auf die Mütze und dann läuft er wieder 2 Minuten im Kreis. Dann kann ich den hochheben, einmal eine Mütze durchbrechen und dann hat er vielleicht irgendwie 5 Punkte verloren oder so. Ja, es ist wirklich, also. Eine halbe Stunde später ist das Ding dann irgendwann platt, wenn du Glück hast, wenn es dich nicht erwischt hat. Ja, schon sehr Dark Soulig, das Spiel, ja. Gerade diese Dinge. Und aber es macht trotzdem Spaß. Es ist super. Ja, das ist genau mein Ding. Vampire. Ja, und du? Ja, meins nicht. Ich bin tatsächlich immer noch dran, Monkey Island zu spielen. Brauche deshalb etwas länger, weil ich das mit einer Freundin zusammenspielen will. Hallo, Sasu. Deswegen machen wir das immer nur dann, wenn wir uns treffen. Ansonsten möchte ich gerne in Zukunft wieder irgendwas Gruseliges machen. Kollegen spiele ich auch momentan immer noch ein Spiel mit Würfeln. Also ich vergesse immer, wie das heißt. Ne? Irgendwas mit Würfeln, irgendwas mit Random. Lost in Random. Spielen wir immer noch. Ich glaube, das spielen wir jetzt seit 1,5 Jahren. Warum nur dazu kommen, wenn wir uns treffen. Und hier möchte ich gerne irgendwas Gruseliges spielen, aber erst, wenn ich meinen Computer aufgeräumt habe. Und das ist jetzt erstmal das, was ansteht. Lost in Random. Ist das dein Guilty Pleasure? Ein bisschen, weil wir nicht dazu kommen, weiterzukommen und immer irgendwas anderes wichtig ist. Meins ist Harry Potter, Rätsel und Puzzles. Das spiele ich jeden Tag. Damit ich meine Schwiegermutter überholen kann, die am nächsten Tag wieder mehr Punkte hat als ich, ne? In so einem Club, in dem wir sind. Schon sehr motivierend. Oh nee, da habe ich aber noch viel peinlichere Guilty Pleasures. Ja? Welches denn? Merch-Menschen. Merch. Ja, ne? Zocko halt, ne? Ist doch schön. Oh Gott, es dauert ewig, wenn man nicht dafür bezahlen will. Es ist Weihnachten und jedes Jahr zu Weihnachten bekommen wir eine Trophy-Box. Ja, genau. Also, diesmal, völlig unauffällig, ist noch gar nicht im Bild gewesen, haben wir jede Menge Adventskalender geschenkt bekommen von Black Forest Games. Kann man hier sehen. Ja. Das ist ein Destroy All Humans 2 Weihnachts-Adventskalender. Ja. Und da haben wir auch schon einige geplündert. Dieser hier ist noch nicht geplündert, aber natürlich irgendwie haben wir jetzt im ganzen Dezember irgendwie so ein bisschen dran lang gefressen und schon ordentlich die Schokolade raus. Also die Kinder, die machen das dann häufig so, die nehmen die Schokolade raus, machen die Türchen wieder zu. Ne? Kennt ihr das? Kann man so, das gar nicht sehen, wo es ist so unauffällig. Ne? Genau, dass es dann so aussieht, als wäre das noch gar nicht aufgewesen. Und am 24. merkt man irgendwie die ganze Schokolade schon längst weggefressen und keiner hat's gesehen. Ich glaube, das spaltet die Nation. Es gibt die Leute, die lassen die Türchen auf, damit du siehst, was schon leer ist, und es gibt die Leute, die machen immer die Türchen wieder zu, damit es immer noch schön aussehen. Ne? Also bei diesem schönen Bild ist das auf jeden Fall, macht Sinn, das wieder zuzumachen. Ja. Zu welcher Fraktion gehört ihr? Und das zweite irgendwie, was ganz süß ist, das hat unsere Tochter gebaut. Das ist ein kleiner Weihnachtsmann. Oh. Ja, mit Grinsegesicht. Ja. Schön. Kommt dann wieder. Ach, meine Wie alt ist unsere Tochter? Meine Arme sind nicht so lang, die ist jetzt 5. Der hat ja sogar einen Fuß hier. Da muss man ja richtig hinsetzen. Das ist eine Serviette, ne? Ja, das ist eigentlich eine Serviette. Wie kommen die eigentlich auf so eine Idee? Keine Ahnung. Und, cool. Kindergarten, ne? Typisch, ja, oder? Klar. Ja. Das ist super. Kindergarten, Weihnachtsmann. Gut, zu Weihnachten, ja, haben wir auch Fragen, ne? Im Gepäck, und zwar Community-Frage. Hast du eine? Bestimmt. Ja. Also, die Frage von heute ist: Könnt ihr euch denn vorstellen, auch mal ein Fantasy-Spiel zu machen, das in einer orientalischen oder ostasiatischen Welt spielt? Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir sowas schon mal gemacht haben. Haben wir tatsächlich schon mal, und zwar in der Wüste, und zwar die Assassinen. Ah ja. Haben wir gemacht. Gothic 3, ne? Genau, in Gothic 3 mit dem Zuben al-Egreb oder wie der hieß. Mit Zuben, der in der Wüste war. Ja. Das ist ja nur so ein Teilaspekt des Spiels. Ne? Es ist also nicht immer das ganze Spiel, sondern nur ein Teilaspekt, der dann so angehaucht ist von etwas Fremdartigeren oder etwas anderem. Ja, wir packen immer mehrere Settings zusammen in ein Spiel, ne? Und das war eins davon. Die Wüste mit Löwen und weite
Prärie oder halt Wüste, ne? Und dieses mit den Tempeln, die da standen und solche Dinge. Das haben wir gemacht, ja. Ich finde, also im Grunde genommen, die Risen-Reihe spielt ja auch in der Karibik, ne? Ja. Das ist jetzt nicht ostasiatisch oder orientalisch, aber ich finde jeder Ort, den man sich rauspickt, der quasi nicht dort ist, wo wir eigentlich sind, stellt eine besondere Herausforderung dar. Und es gibt ja 2 Möglichkeiten, das umzusetzen. Das eine ist, dass du dann versuchst, dich so ein bisschen an tatsächlichen Mythen entlang zu hangeln und versuchst irgendwie Elemente zu nehmen, die auch tatsächlich in der Realität vorkommen und solche Sachen. Und die andere Sache ist, dass du so märchenhaft dir im Grunde genommen etwas ausdenkst, mehr Fantasy mit reinnimmst und dann vielleicht einfach farblich das nimmst oder von der Kleidung her das nimmst und solche Sachen. Das ist aber im Grunde genommen stark entfremdest. Das erinnert mich an Two Worlds damals. Die hatten wirklich ein Rollenspiel genommen mit ganz vielen asiatischen Elementen. Und ich fand das manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man diese klassischen Fantasy-Elemente dann mit diesen asiatischen Elementen mixt. Das war zwar irgendwie, hatte das auch seinen eigenen Charme. Das hat auf jeden Fall seinen Reiz, ja. Ne? Und war auch interessant. Aber da muss man halt gucken. Spätestens dann, wenn der Velociraptor aus dem Busch gesprungen kam, dann war es ganz wirsch. Ja, also das ist halt, da muss man halt gucken, dass das irgendwie stimmig ist und zu dem Gesamtkonzept passt und Unbedingt, so. Ja. Deswegen müsste man sich da vorher einfach viel stärker mit befassen, um so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, gemeint sind so Sachen wie Nioh oder Sekiro oder sowas, ja, oder Genau. Ghost of Tsushima, solche Settings, ja. Eher nicht so unser, weil wir sind keine Native Asiaten, so, ja. Das heißt, wir wüssten gar nicht, was wir da tun. Ne? Das hört man ja auch raus, so. Ne? Deswegen ist das eher weniger, wenn dann angehaucht, ja, so wie was wir gerade beschrieben haben, aber so richtig in die Vollen zu gehen, würden wir nicht machen. Wahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich, dass wir das tun. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder hier beim Flashback Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schöne Spiele. Aber völlig anders. Ja, das stimmt. Ich habe ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk für dich. Oh Gott.